Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Entschuldigen Sie eine Minute Verspätung. Ich hatte jetzt gerade hier noch eine kleine Herausforderung mit der Präsentation. Auf jeden Fall freue ich mich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen zu unserem Webinar Freie Bewegung trotz Arthrose, Wege zu mehr Beweglichkeit und Lebensfreude. Und damit möchte ich auch gleich starten. Was dürfen Sie heute von diesem Webinar erwarten? Ich möchte Verständnis schaffen, erklären, was ist so der aktuelle Stand, was verstehen wir darunter, wie die Arthrose entsteht, was sind die Pathomechanismen dahinter, moderne Lösungen vorstellen, unsere Behandlungskonzepte hier bei OrthoPassion für weniger Schmerzen und mehr Beweglichkeit. Was gibt es für Möglichkeiten an modernen Behandlungsoptionen, Prävention und Prophylaxe? Was können Sie tun, um gar nicht erst eine Arthrose zu bekommen? Oder, falls Sie schon eine haben, das Voranschreiten der Arthrose zu verlangsamen oder aufzuhalten. Praktische Tipps zur Selbsthilfe, Maßnahmen, die Sie selber im Alltag machen können und was Sie tun können, auf was Sie bei der Ernährung achten können und so weiter. Und dann stehe ich natürlich für Fragen zur Verfügung. Bevor wir starten, möchte ich mich und mein Team kurz vorstellen. Mein Name ist Raoul Borgmann. Ich bin Gründer der Privatpraxis OrthoPassion in Freiburg, Entwickler unseres einzigartigen, ganzheitlichen, regenerativen Behandlungskonzeptes, Referent auf zahlreichen Kongressen und Workshops, Autor in verschiedenen Fachzeitschriften, zu meiner Oberarztzeit zuständig für Arthroskopie und spezialisiert auf Knie- und Hüftendoprothetik, und habe viele internationale und nationale Fortbildungen besucht, von manueller Medizin über Osteopathie, Akupunktur, Liebscher und Bracht, vieles im Bereich von Sport- und Bewegungsmedizin, Ernährungsmedizin und orthomolekularer Medizin, auch interventionelle Schmerztherapie am World Institute of Pain in Budapest und viele Fortbildungen zu Stoßwellentherapie, physikalischen Therapieverfahren und den modernen regenerativen Verfahren wie PRP und Stammzellinjektionen. Wer ist OrthoPassion? OrthoPassion, mein Team hier, ist ein Team von außergewöhnlichen Spezialisten aus verschiedensten Bereichen, angefangen von Orthopädie über Osteopathie, Sportwissenschaft und physikalische Therapie, die wirklich in allen Bereichen unheimlich hochqualifiziert sind und alle an einem Strang ziehen, um Ihnen nicht nur schnellstmöglich zu helfen, sondern eben auch nachhaltig mehr Lebensqualität zu gewährleisten. Für was stehen wir bei OrthoPassion? Wir stehen für höchste Behandlungsqualität ohne Kompromisse, moderne, innovative und ganzheitliche Therapieansätze, Kompetenz und Leidenschaft. Unser Anspruch ist nicht weniger als Exzellenz in der ganzheitlich regenerativen Orthopädie, um einen echten und spürbaren Mehrwert in Ihrer Lebensqualität zu liefern. Was ist Arthrose eigentlich und was verstehen wir über die aktuellen Entstehungsmechanismen? Man spricht heute von der sogenannten Silent Inflammation, also einem stillen Entzündungsprozess, der eine dauerhafte unterschwellige Entzündung im Gelenk verursacht, dadurch eine Freisetzung von Entzündungsbotenstoffen, Zytokinen und so weiter und den Knorpelaufbau hemmt, den Knorpelabbau verstärkt, wodurch dieses Ungleichgewicht entsteht, was langfristig dann oder mittelfristig schon zur Degeneration, Schmerzen und Gelenkveränderungen führt, die dann Ihnen eben die Beschwerden machen. Was sind mögliche Ursachen für diese stille Entzündung? Es gibt eine genetische Prädisposition, das ist aber sicher nicht der wesentliche Faktor. Ganz wesentlich sind Stoffwechselveränderungen in dem Gelenkklima sozusagen. Hier spielt Übergewicht eine Rolle, Bewegungsmangel, Schlafmangel, Stress, ungünstige Ernährung und Umweltgifte. Das wird von vielen unterschätzt, wie viel diese allgemeinen gesundheitlichen Themen tatsächlich auch auf so eine Problematik wie eine Arthrose einen Einfluss haben und auch ursächlich mit dran beteiligt sein können. In unserem heutigen stressigen Alltag
tragen also auch diese Faktoren zu den Beschwerden am Bewegungsapparat zum Teil maßgeblich mit bei. Mechanische Überbelastung ist natürlich ein Thema, Fehlhaltungen, Fehlstellungen oder natürlich können auch Verletzungen in der Folge einen Knorpelschaden mit sich bringen und damit eine Arthrose begünstigen. Chronische Erkrankungen, Diabetes, Rheuma oder andere Autoimmunerkrankungen können natürlich auch eine Rolle spielen, sind aber tendenziell eher die selteneren Fälle. Was ist unser Behandlungskonzept? Unser Behandlungskonzept bei AutoPassion ist im Prinzip ein sich schließender Kreis, beginnt mit der regenerativen Orthopädie, also mit einem Termin bei uns in der Sprechstunde. Wir nehmen uns für die Erstvorstellung sehr viel Zeit. Wir nehmen uns 45 bis 60 Minuten Zeit, um wirklich eine gründliche Anamnese und Untersuchung durchführen zu können und dann für Sie einen individuell abgestimmten Therapieplan zu erstellen. Dabei kombinieren wir verschiedene synergistisch wirkende regenerative Therapiemaßnahmen miteinander, darunter Stoßwelle, PRP oder die elektromagnetische Transduktionstherapie. Wie wirken die jetzt miteinander? Die fokussierte Stoßwellentherapie erleichtert dem Gewebe die Botenstoffausschüttung, also die Transmitterausschüttung. Ein Gewebe, was kein Problem hat, sagt, ja, Dankeschön, brauche ich jetzt gerade nicht. Ein Gewebe, was ein Problem hat, kann mehr Botenstoffe ausschütten, also besser um Hilfe rufen. Das reguliert alle Stoffwechselprozesse hoch, führt zu einer vermehrten Durchblutung und sogar zum Einwandern von Stammzellen. Und damit verbessert es die Regeneration. PRP, thrombozytenangereichertes Plasma. Dabei nehmen wir dem Patienten Blut ab, das wird zentrifugiert, in seine Bestandteile getrennt und dann der antientzündliche Teil, Blutplasma und Blutplättchen, der für die Wundheilung sonst zuständig ist, extrahiert, in dem Prozess mit einer Hyaluronsäure gemischt, weil auch hier synergistische Effekte entstehen. Beides wirkt über einen Rezeptor im Gelenk, den sogenannten CD44-Rezeptor, über unterschiedliche Mechanismen, aber eben auf denselben Rezeptor und damit unterstützend, um die Gelenkinnenhaut zu beruhigen, die Produktion von Hyaluronsäure anzuregen und die Regeneration im Gelenk zu unterstützen. Und hier entstehen die ersten synergistischen Effekte. Über die Stoßwellentherapie am Gelenk behandeln wir primär die gelenkumliegenden Weichteile, Gelenkkapsel, Kapselbandapparat, natürlich ein Stück weit auch die Gelenkinnenhaut. Und damit haben wir zwei Effekte. Zum einen sind bei der Arthrose immer alle drei Gelenkanteile mit an der Problematik beteiligt. Also wir haben das Gelenkinnen, die Gelenkinnenhaut, den Knorpel, der abgebaut wird, die Gelenkinnenhaut und Schleimhaut, die eben gereizt ist und entzündet ist, ja, und wehtut. Wir haben drumherum die Weichteile, die mitgereizt sind, mitreagieren, zum Teil versuchen, das Gelenk zu versteifen und da Spannung entwickeln, die sekundär auch wieder Schmerzen machen, ne? Myofaszialen Schmerz, der Schmerz aus Muskel- und Fasziengewebe, der dann zu dem Gelenkschmerz aus der Gelenkinnenhaut mit dazukommt, also auch behandelt werden muss. Und das behandeln wir eben Weichteile und Gelenkkapsel über die Stoßwelle, innen Gelenkklima, Gelenkschleimhaut über das PRP und über die Stoßwelle regulieren wir die Expression, also den Einbau des CD44-Rezeptors in die Zellmembran, regulieren wir nach oben. Das heißt, es werden mehr von diesen CD44-Rezeptoren in die Gelenkinnenhaut eingebaut. Dadurch können wiederum PRP und Hyaluronsäure besser wirken. Also wir haben durch die Behandlung der verschiedenen Gewebearten einen synergistischen Effekt und durch diese vermehrte Bereitstellung des Rezeptors für PRP und Hyaluronsäure einen synergistischen Effekt. Dann haben wir noch ein drittes Gewebe, nämlich den Knochen. Der Knochen unterhalb des Knorpels wird natürlich auch mehr belastet. Noch nicht so im Anfangsstadium, aber wenn der Knorpel anfängt, sich zu verändern, wird der stärker belastet, kriegt mehr Stöße ab
und entwickelt oft so eine Art Knochenödem, also eine knöcherne Stressreaktion. Und die können wir jetzt sehr gut hier mit der EMTT, mit der elektromagnetischen Transduktionstherapie adressieren. Das ist ein hochenergetisches Magnetfeld mit einer sehr hohen Eigenschwingung im Impuls und dadurch erzeugen wir so einen Induktionseffekt, ähnlich wie die Induktionsherdplatte oder das kontaktlose Ladegerät fürs Handy. Das heißt, dieses Magnetfeld sorgt dafür, dass über die Zellmembran der Ionenaustausch über die Zellmembran besser funktioniert und dadurch auch wieder die Stoffwechselprozesse in der Zelle mehr Bausteine zur Verfügung haben, um ablaufen zu können. Also das ist wieder der eine synergistische Effekt. Und der zweite synergistische Effekt eben, dass wir mit dem Magnetfeld wirklich in den Knochen eindringen können und hier dieses Knochenödem behandeln, was wir mit keinem der anderen Verfahren so weit eigentlich tun können. Ich vergleiche das auch manchmal mit einem Feuer. Ja? Wenn Sie sich überlegen, bei Ihnen zu Hause brennt es, dann ist es schon sehr hilfreich, irgendwie um Hilfe rufen zu können, ja? Einen Notruf anrufen, im Umfeld Bescheid sagen, kommt, helft mir, ja, aber vor allem übers Telefon den Notruf zu rufen und nicht wie vor, weiß ich nicht, 100 Jahren zur Kirche laufen zu müssen und irgendwie die Glocke zu läuten, ja. Also damit haben wir schon sehr viel gewonnen. Das ist die Stoßwelle. Das PRP ist dann tatsächlich effektiv im Gelenk arbeiten zu können und dort diesen Reizzustand, diesen Entzündungszustand zu dämpfen und dem entgegenzuwirken. Das wären die modernen Löschmittel, ja, dass wir halt nicht nur mit Wassereimern löschen können, sondern mit ABC-Schaum und was da noch so zum Einsatz kommt. Und die elektromagnetische Transduktionstherapie, die quasi dafür sorgt, um wirklich nochmal an so die Stellen ranzukommen, wo wir sonst nicht rankommen, mit modernen Löschfahrzeugen irgendwie der Leiterwagen oder sowas. Ja, insgesamt ist also dieser regenerative Teil so der Turbo-Booster für die Zellregeneration. Dann kommt der nächste Schritt in unserem Behandlungskonzept. Das ist die physikalische Intensivtherapie. Hier arbeiten wir jetzt regional regenerativ. Das heißt, wir arbeiten zum Beispiel mit der radialen Druckwelle, wird auch als radiale Stoßwelle bezeichnet, ist aber nicht ganz korrekt, weil es eben keine Stoßwelle ist, sondern eine Druckwelle. Damit arbeiten wir am myofaszialen Gewebe, arbeiten die Muskulatur durch, behandeln Triggerpunkte, behandeln diese ganzen Muskelketten. Ja, im Hüftbereich haben wir immer verschiedene Muskelgruppen, die als Gegenspieler zusammenhängen, angefangen natürlich Hüftbeuger und Hüftstrecker, also Gesäßmuskulatur, Innenrotatoren, Außenrotatoren, aber mitbeteiligt auch immer die gesamte Beinkette und auch die Lendenwirbelsäulenmuskulatur, weil die auch wieder für die Positionierung des Hüftgelenks im Bewegungsablauf von Bedeutung sind. Dann kommen physikalische Therapiemaßnahmen wie Kältetherapie, hier die HPLT steht für High Power Laser Therapie. Bei so akuten Reizzuständen nehmen wir zum Teil auch den Laser noch mit dazu, oder Kinesiotape kommt da noch mit dazu. Also Stimulation auf regionaler Ebene der Geweberegeneration. Dann die Osteopathie als globale Regulation verschiedener Körpersysteme. Dabei lösen wir Blockaden, lösen Dysfunktionen auf, behandeln myofasziale Spannungen oder das neurovegetative System, regen den Lymphabfluss an oder regulieren den Lymphabfluss, weil auch das natürlich wichtig ist, dass eine lokale Regeneration stattfinden kann und ablaufen kann. Ne? Und last but not least, unser Motion Lab und Trainingsbereich. Hier wird eine gründliche, präzise Analyse der Statik und Haltung durchgeführt, um dann ganz gezielt Ihre Dysbalancen, Ihre statischen Dysfunktionen zu adressieren, sei es durch ein ganz gezieltes Training, durch eine Einlagenversorgung, durch
Eigenübungen, die wir ihnen mitgeben, um das Gesamtsystem auf eine stabile Basis zu stellen und möglichst wenig negative Einflussfaktoren sozusagen zu haben, die das Voranschreiten der Arthrose unterstützen. Das ist so der Kern quasi unseres modernen regenerativen Behandlungskonzeptes hier bei OrthoPassion. Und damit insgesamt erreichen wir eine maximale Aktivierung der Selbstheilungskräfte für schnelle und nachhaltige Linderung Ihrer Arthrosebeschwerden. Was können Sie jetzt präventiv oder prophylaktisch tun? Zunächst hier haben wir im Prinzip das Rad so ein bisschen rückwärts aufgedreht. Dann zunächst macht es natürlich immer Sinn zu gucken, hat man Dysbalancen, hat man irgendwo statische Probleme, denn eine Fehlbelastung führt langfristig immer dazu, dass wir einen vermehrten Verschleiß haben, dass wir einen vermehrten Reizzustand produzieren und damit Degeneration, Entzündung, Arthroseentwicklung fördern. Also hier frühzeitig gerne bei uns vorstellen, eine Analyse machen, gucken, gibt es irgendwo Dysfunktionen, wo man gegenregulieren kann. Und dann erstellen wir für Sie einen individuellen Therapieplan, um diese Dysbalancen auszugleichen. Auch osteopathische Behandlungen kann man schon im Vorfeld, oder was heißt im Vorfeld, also kann man unabhängig von der Arthrose oder prophylaktisch machen, um Spannungen und Dysbalancen auszugleichen und das System auf die bestmögliche Basis zu stellen. Und dann sollten Sie schon eine Arthrose haben, die aber hoffentlich Ihnen keine Beschwerden macht, dann würden wir tatsächlich auch schon in der lokal-regionalen Therapie empfehlen, Stoßwellentherapie, PRP und Magnetfeld durchzuführen. Da machen wir es zum Beispiel auch in der Erhaltungstherapie so, dass wir nach der initialen Behandlung ist aktueller Empfehlungsstandard eigentlich je nach Ausprägung und je nach Beschwerden so alle 6 bis 12 Monate dann nochmal eine Session Stoßwelle und eine Injektion mit PRP und Hyaluronsäure durchzuführen, um diesen Entzündungszustand gar nicht erst wieder so hochkochen zu lassen, dass er Ihnen wehtut. Weil im Prinzip, wenn Sie Schmerzen haben, ist es schon viel zu weit. Wenn Sie in den Zustand kommen, dass Sie Schmerzen haben, dann nimmt auch die Degeneration weiter zu, weil Sie in diesem nicht mehr nur Silent Inflammation sind, sondern eben schon in einer lauten Inflammation sozusagen. Ne? Und das wollen wir rauskriegen, um das Voranschreiten der Arthrose zu stoppen oder zu verlangsamen und idealerweise zu stoppen, damit Sie wieder mehr Lebensqualität haben und sich schmerzfrei und mit Freude bewegen können und den Dingen nachgehen, die Ihnen wirklich wichtig sind. Praktische Tipps zur Selbsthilfe, Bewegung und Mobilität. Die Empfehlung wäre 3 bis 4 Mal pro Woche moderates Ausdauertraining, kombiniert mit Stretching und um den Gelenkstoffwechsel und den Nährstoffaustausch im Knorpel zu unterstützen. Hier sprechen wir von einem sogenannten Schwammeffekt. Sie können sich den Knorpel so vorstellen, der ist ja nicht durchblutet und durch die Bewegung und die Belastung wird der so ein bisschen ausgedrückt und wenn er dann in die Entlastung kommt, kann er sich wieder so ein bisschen entfalten und die Gelenkflüssigkeit aufsaugen. Dadurch wird der Knorpel eigentlich versorgt mit Nährstoffen. Und dann ist klar, dass er eben auch gelegentlich belastet werden muss, ausgedrückt, wieder aufgefüllt, um zu funktionieren und um zu regenerieren. Das heißt, wir empfehlen moderates Ausdauertraining, Spazieren gehen, Schwimmen, Radfahren, Langlauf jetzt im Winter, kann auch Joggen oder Golfen sein. Also einfach bewegen im schmerzfreien oder schmerzarmen Bereich und ein gezieltes Krafttraining mit Gelenkmobilisation und Dehnungen, um die Mobilität im Hüftgelenk aufrecht zu erhalten, diese ungünstigen muskulären Dysbalancen auszugleichen, damit sie im Hüftgelenk nicht Ungleichgewicht in der Belastung haben und eben einzelne Bestandteile verstärkt abnutzen und
diesen Umgebungsschmerz zu adressieren und möglichst einzudämmen. Also Muskel, Faszie und so weiter zu behandeln. Antientzündliche Ernährung. Hier empfehlen wir jetzt allgemein, im Prinzip kann man sagen, spricht man von einer kohlenhydratarmen, ballaststoffreichen mediterranen Kost. Der Fokus ist auf natürliche, entzündungshemmende Lebensmittel, frisches Obst, frisches Gemüse, vor allem gerne auch grüne Gemüse mit Chlorophyll, also Brokkoli, Sellerie, Blattgemüse. Sellerie ist in dem Fall auch besonders zu nennen, hat sehr viele positive antientzündliche Eigenschaften und entgiftende Eigenschaften. Fructosearme Früchte, also gerne Beeren, Blaubeeren, Himbeeren, Brombeeren und so weiter. Hochwertige Fette aus Nüssen, Avocado, Olivenöl. Verzicht oder Reduktion von Zucker, Weißmehl, Fertigprodukten und Alkohol und eine proteinreiche und Omega-3-reiche Ernährung. Also Hülsenfrüchte, fettiger Fisch, also Kaltwasserfisch wie Wildlachs oder Hering, Sardinen, sowas. Weiderind, hier gibt es also wirklich gute Studien dazu, dass auch grasgefütterte Tiere deutlich, also ein grasgefüttertes, das Fleisch von einem grasgefütterten Fleisch tatsächlich antientzündlich wirken kann, während eben Fleisch aus Massenproduktion entzündungsfördernd ist und oft ja auch verunreinigt mit Antibiotika, Hormonen und auch was jetzt den Fettgehalt zum Beispiel angeht, deutlich höher an schlechten Cholesterinen und niedriger an Omega-3 ist. Also da wirklich auf ganz wichtig auf gute Qualität zu achten. Und gegebenenfalls auch möchte ich Sie auch zu ermutigen, durch einen Proteinshake unterstützen, denn 1 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht ist schon eine ganze Menge. Da kommt man gar nicht so leicht hin. Nahrungsergänzung werden wir immer wieder gefragt. Gibt es natürlich ganz, ganz viele Sachen. Kann man einiges probieren. Die Frage ist immer, hilft es Ihnen oder hilft es nur dem Hersteller? Ja? Hyaluronsäure, Chondroitinsulfat und so weiter. Ist die Datenlage relativ schwach, wie viel das wirklich bringt. Manche Patienten schwören drauf und sagen, es hilft ihnen, andere nicht. Dazu können wir immer so ein bisschen schwierig was sagen. Wo es klare Evidenz für gibt, Vitamin D in der Kombination mit K2 am besten, unterstützt den Knochenstoffwechsel und ist entzündungsregulierend. Omega-3-Fettsäure ist bei uns natürlich zum Teil schwierig, wirklich genug Fisch- und Omega-3-haltige Fette zu sich zu nehmen. Deshalb macht es durchaus auch Sinn, das zu substituieren. Kurkuma, Weihrauch, rote Beete und Bromelain sind sehr effektive natürliche Entzündungshemmer. Kurkuma und rote Beete kann man so auch in die Ernährung gut mit einbauen. Weihrauch und Bromelain lässt sich nur über Nahrungsergänzung dann zuführen. Bromelain ist das Enzym, das Ananasenzym, aber um da tatsächlich über Ananas zu essen zu einer Wirkstoffmenge zu kommen, die auch was bewirkt, müsste man so viel Ananas essen, dass sie garantiert Magenschmerzen davon kriegen. Also das geht tatsächlich nur über Nahrungsergänzungsmittel dann. Und Akazienfaser oder insgesamt Faserstoffe, auch einfach um die Darmflora zu unterstützen. Mikrobiom, großes Thema fürs Immunsystem, ganz wichtig, aber für ganz viele andere Bausteine im Körper, unter anderem eben auch für Entzündungsregulation von ganz wichtiger Bedeutung. Deshalb Akazienfaser als Probiotikum und ob man dann oder als Präbiotikum und dann ein Probiotikum, also in Form von Lactobacillen oder sowas, kann man dazu nehmen.
Wenn man eine gesunde Darmflora hat, macht es allerdings wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Also, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, wenn man irgendwie eine Phase hatte, wo man Antibiotika nehmen musste oder, ein Magen-Darm-Infekt, dann kann das schon Sinn machen, um da quasi den Darm mit guten Keimen zu besiedeln. Aber, sonst ist auch da umstritten, ob jetzt die Probiotika wirklich was bringen. Aber die Präbiotika, also Faserstoffe zuzuführen, ist auf jeden Fall sinnvoll, weil das brauchen unsere Darmbakterien, um zu gedeihen. Und dann ganz allgemeine Gesundheitstipps, die aber eben auch für die Arthrose eine Bedeutung haben. Genug Schlaf, Stressreduktion, Darmgesundheit haben wir gerade schon drüber gesprochen. Und dann muss es natürlich individuell angepasst sein, was einem gut tut. Das ist gerade, wir hatten jetzt über Ernährung schon gesprochen. Das ist eine sehr individuelle Sache, auch was tut einem gut, was verträgt man und so weiter. Und da so ein bisschen auf sich selber zu hören. Gut, dann sind wir durch den offiziellen Teil sozusagen durch und ich stehe zur Verfügung für Fragen. Jetzt müssen wir mal gucken, die können Sie hier über den Chat stellen. Die Q&A-Funktion müsste auch zur Verfügung stehen. Also Sie können in beidem reinschreiben und dann kann ich Ihnen noch Fragen beantworten. Genau, hier haben wir eine Frage. Ich habe schon oft von Arthritis im Zusammenhang mit Arthrose gehört. Was hat es damit auf sich? Ja, sehr gute Frage. Die Arthritis ist im Prinzip die akute Gelenkentzündung. Das heißt, hervorgerufen entweder durch sowas wie Rheuma, also eine autoimmune, quasi eine chronisch autoimmune Reaktion, wo die Gelenkhaut angegriffen wird und dann diese akute Gelenkentzündung auch zu einer Arthrose sekundär führt. Ähm, Dann gibt es so vorübergehende Arthritiden, also akute Gelenkentzündungen. Ein klassisches Beispiel wäre so nach grippalen Infekten oder auch häufig nach Magen-Darm-Infekten, reagiert das Immunsystem über und greift quasi versehentlich nicht mehr nur die pathologischen Keime an, sondern auch die Gelenkinnenhaut. Also kann es nach solchen Infekten typischerweise so in einem Zeitabstand von 4 bis 6 Wochen danach, kann es zu einer Gelenkbeteiligung kommen und zu einer akuten Gelenkentzündung. Das wäre dann die Arthritis. Diese zuletzt genannte kurzfristige akute Arthritis führt so schnell sicher nicht zu, oder nee, eigentlich sicher nicht zu einer Arthrose. Ja. Die chronische Arthritis, wie wir es eben bei Rheuma haben oder sowas, die führt tatsächlich zu einer Arthrose, weshalb es eben auch wichtig ist, dass man ein Rheuma behandelt, entsprechend medikamentös, um diesen Entzündungszustand zu dämmen. Denn wenn die Arthrose mal da ist, heilen oder rückgängig machen, können wir sie zum jetzigen Zeitpunkt eben noch nicht. So. Dann haben wir, genau, ich wohne weit weg. Wie oft müsste ich zu Ihnen kommen? Arthrose bereits fortgeschritten mit Schmerzen. Ja, wir machen es, also da haben wir so zwei unterschiedliche Settings im Prinzip. Für die Patienten, die bei uns sind, also die hier aus der Region kommen, ich sag mal bis zu einer Stunde Anfahrt oder sowas, ähm, die, da machen wir eine relativ intensive Therapie über 2 bis 3 Monate. Die physikalischen Therapiemaßnahmen, die ich genannt habe, wie das Magnetfeld, das ist gut, wenn man das tatsächlich zweimal pro Woche dann durchführt. Das heißt, da kommen die Patienten zweimal pro Woche und haben ihre verschiedenen
Anwendungen. Für die Patienten, die von weiter weg kommen, machen wir dann gerne so Therapieblöcke. Also idealerweise mal eine Woche, ja, dann können wir Montag starten mit der ersten Untersuchung, Stoßwelle, können über die Tage dann die Vermessung machen, osteopathische Behandlung, die physikalische Therapie würden wir dann so in die Woche mal dreimal reinpacken. Am Freitag die erste Injektion und das würde ich dann so im Abstand von 3 Wochen vielleicht nochmal machen. Für die Patienten, die hier sind, machen wir die Stoßwelle im Abstand von 2 bis 3 Wochen und diese Injektion im Abstand eben von 4 Wochen in der Regel. Eben für Patienten, die weiter weg sind, würde ich dann eine Woche machen, 3 Wochen später nochmal einen Block, 3 oder 4 Wochen später nochmal einen Block und dann vielleicht auch nochmal mit 4 Wochen Abstand nochmal einen Block anschließen. Das hängt so ein bisschen dann von dem Befund ab. Bei Patienten, die jetzt auch noch im Arbeitsleben sind, also da kommt es darauf an, wir haben zum Teil Patienten, die sagen, sie machen dann eben eine Woche Homeoffice, gehen hier in eine Ferienwohnung und sind dann, gucken wir, dass wir die Termine eben so zusammenstellen, dass sie am Stück kommen und dann machen sie entsprechend vormittags oder nachmittags ihr Homeoffice. Oder es wäre auch möglich zu sagen, man macht dann Freitag, Montag, dass die Patienten einfach übers Wochenende da sind. Freitag intensive Therapie, Montag intensive Therapie. Oder vielleicht für die erste Vorstellung Donnerstag bis Montag, dann verliert man nicht so viel Arbeitstage quasi. Also da finden wir immer eine Lösung. Was halte ich von WOP-Enzymen? Genau, WOP-Enzym ist gut. Ja, das war das genannte Bromelain. Wir empfehlen tatsächlich das WOP-Enzym Sport. Das ist eine Kombination eben auch mit Kurkuma. Da haben wir so Kurkuma und Weihrauch. Bin ich jetzt nicht sicher, ob es mit drin ist, aber es ist so eine Kombination mit Kurkuma, Bromelain und noch eine Aminosäure. Ich stehe wegen einer schweren Arthrose kurz vor einer Hüft-TAP. Besteht hier noch die Chance auf konservative Behandlung? Aktuell bin ich nur eingeschränkt beweglich mit Krücken. Ähm, Das kann ich so aus dem Stegreif natürlich nicht beantworten. Ja, ich muss sagen, wir staunen oft, was tatsächlich konservativ noch möglich ist. Aber natürlich hat die konservative Therapie ihre Grenzen. Aber eben, es ist wirklich manchmal so, dass man sagt, vom Röntgenbild her, um Gottes Willen, ja, und man kriegt es relativ gut hin. Das hängt auch natürlich vom Anspruch ab, den der Patient hat, ne? Aber dass man den Patienten beschwerdearm bekommt, sodass er im Alltag zurechtkommt. Aber wie gesagt, irgendwo ist natürlich eine Grenze und da muss man dann sagen, jetzt ist es Zeit für eine Hüfte und dann ist die Hüftendoprothetik auch tatsächlich eine sehr dankbare Sache, weil wenn die Indikation wirklich stimmt, dann sind die Patienten auch begegnen einem 2, 3 Tage später auf dem Flur und sind glücklich und zufrieden. Natürlich haben sie noch einen Wundschmerz, aber dieser tiefe, quälende Arthroseschmerz, der ist einfach weg. Ja? Also insofern kann ich das so nicht beantworten. Ich würde eigentlich immer eine konservative Behandlung starten und versuchen, ja. Und da ist so ein bisschen die Diskrepanz. Das, was wir unter konservativer Therapie verstehen, ist das, was ich Ihnen jetzt gerade vorgestellt habe. In der Klinik sehen wir oft, dass unter konservativer Therapie verstanden wird, jetzt warten wir 6 Monate. Und wenn vom Nichtstun es nicht von alleine weggeht, dann war das die konservative Therapie und dann haben wir jetzt die Indikation zur Prothese. Das sehe ich nicht so. Aber eben, da sind gewisse Grenzen, das kann ich so jetzt nicht sagen. Ja? Müsste ich
auch anschauen. Die Therapie wird nicht von der Kasse bezahlt. Jein, also von den privaten Kassen ja. Wir sind eine reine Privatpraxis, nur so können wir diesen Therapiestandard leisten und bieten. Das heißt, von der gesetzlichen Kasse werden die Kosten nicht übernommen, von der privaten Kasse werden die Kosten in der Regel komplett übernommen. Bei den PRP-Injektionen gibt es selten mal Probleme. Wir hatten da 23 Mal eine Statistik gemacht. Da hatten wir eine Kostenübernahmequote für das PRP von, ich glaube, 87% oder sowas. Also die privaten Kassen übernehmen es, die gesetzlichen nicht. Ist unsere Therapie ein Ersatz für die OP? Nein, also auf keinen Fall. Ne? Es ist einfach wichtig, dass man die Indikation richtig stellt. Wie ich eben schon gesagt habe, ich würde immer einen konservativen Therapieansatz versuchen und damit können wir in den allermeisten Fällen die OP rauszögern und eine gewisse Zeit verhindern, ja. Aber natürlich sind dem Grenzen gesetzt, denn es wird aus diesem Reizzustand, aus dieser Silent Inflammation, wird eine degenerative Erkrankung. Und wenn irgendwann wirklich Knochen auf Knochen reibt und also das geht sogar noch, aber so die Knochenumbauten auch so stark werden, dass die Bewegung stark eingeschränkt wird, ähm, dann spielen auch sowas wie auch mit eine Rolle die Entscheidung, wenn die Statik zu sehr eingeschränkt wird. Also wenn man einfach sehr stark nach vorne gebeugt wird, weil die Streckung im Hüftgelenk nicht mehr richtig funktioniert, dann hat man auch mit Rückenproblemen zu tun. Wenn Sie auf der einen Seite eine stärkere Abnutzung haben, dann hat man eine Beckenverkippung drin und so weiter. Also kein Ersatz für eine OP. Wenn es dann soweit ist, dann muss man es irgendwann auch machen. So, alle genannten therapeutischen Maßnahmen und Behandlungen wurden bereits durchgeführt. Es besteht eine fortgeschrittene Arthrose des linken Hüftgelenks, bisher erfolglos. Auf die bestehende deutliche Beinlängendifferenz von mehreren Zentimetern wurde nicht eingegangen, außer Einlagen. Daher, wie kann ich diese Differenz behandeln? Wie wäre Ihr Ansatz? Wir machen, wie gesagt, in den meisten Fällen so eine Haltungs- und Bewegungsanalyse, gucken nach Dysbalance und gucken natürlich auch nach einer Beinlängendifferenz. Und da ist das Schöne an dem System, dass wir eine Live-Messung haben und so eine Simulationsplattform, wo wir millimeterweise die eine Seite oder beide Seiten anheben können und absenken können und dadurch genau sehen, was passiert. Also wir haben immer bei jeder Messung sehen wir Wirbelsäule, Beckenstatik, Beinachsen, Fußdruck und sehen genau, wenn wir jetzt hier erhöhen, was passiert dann im Becken, was passiert in der Wirbelsäule. Und so können wir das ideale Maß an Ausgleich feststellen und würden das dann auch entweder in eine Einlage einbauen oder bei ausgeprägten Befunden so bis 8, 9 Millimeter kann man in der Einlage machen. Drüber raus muss man dann eine Schuhsohlenerhöhung machen oder kann es kombinieren, ein Teil in den Schuh, ein Teil in der Einlage, dass man vielleicht auch so in den Schuh, den man am meisten trägt, die Erhöhung mit reinbaut, aber in einen Schuh, den man nicht so oft trägt, dann auch die Einlage wechseln kann und halt vielleicht nicht ganz den optimalen Ausgleich hat. Also das würden wir noch mit dazu nehmen. Die entscheidenderen Faktoren, würde ich aber sagen, sind schon auch die regenerativen Ansätze, äh, die wir durchführen. Genau, kann ich jetzt auch wieder aus dem Stegreif so nichts direkt zu sagen, ob wir es nochmal machen würden, ob es sich lohnen würde, es auch nochmal zu probieren. Dazu müssten Sie sich dann auch vorstellen, gegebenenfalls.
Inwieweit haben die Wechseljahre einen Einfluss auf Arthrose? Sehr gute Frage. Hormone haben natürlich auch einen Einfluss auf Gelenkstoffwechsel. Ich würde jetzt nicht so weit gehen wollen, dass die Wechseljahre tatsächlich eine Arthrose hervorrufen, aber es ist wieder ein Rädchen bei diesen multifaktoriellen Geschichten, die, wenn sie da die Veränderung nicht gut eingestellt ist und sich der Zellstoffwechsel verändert, der Gewebestoffwechsel, dann kann das natürlich auch ein zusätzlicher Punkt sein, der die Arthroseentstehung begünstigt. Sollte ich irgendeine Frage noch nicht umfassend genug beantwortet haben, bitte einfach nochmal stellen, okay? Oder nochmal nachfragen. Kann ich eine grobe Kostenschätzung geben? Also die Erstvorstellung bei uns in der orthopädischen Sprechstunde, da müssen Sie, ich sag mal, zwischen 300 und 500 € rechnen, grob. Das hängt ein bisschen davon ab, was wir machen. Und dann kommt es drauf an, also kommt es auch für die weiteren Behandlungen drauf an. Aber man ist dann schon im Bereich irgendwo von 2.000, 3.000 €, wenn wir jetzt das komplette Behandlungsschema machen mit Motion Lab Analyse, mit intensiver Therapie über 2, 3 Monate. Da kommt natürlich eins zum anderen. Aber wie gesagt, die privaten Kassen übernehmen das. Als Selbstzahler gucken wir dann, wo kann man auch mit Physiotherapeuten kooperieren oder sowas. Wie kann ich allererste Anzeichen erkennen? Ich bin mir da unsicher. Mein Vater ist auch betroffen von Arthrose und ich selbst habe auch nach ungewöhnlicher Belastung Schmerzen in der Hüfte. Ähm, Stellen Sie sich vor, ja, stellen Sie sich vor, wir untersuchen die Hüfte, schauen uns das Gelenk im Ultraschall an und da können wir relativ schnell sagen, ist es ein Problem, was jetzt schon auf eine Arthrose zurückzuführen ist oder wo man an eine Arthrose denken muss, oder ist es ein rein myofasziales Problem und kriegen wir das so über die Behandlung der Muskulatur gut in den Griff? Oder spielt Statik-Haltung auch eine Rolle? Oder Arbeitsplatz, Autositz, sportliche Belastung, einseitige Belastung, sowas. Also das muss man sich angucken, ja, und dann kann man Ihnen aber relativ sicher sagen, was sind die Ursachen und wie steuert man dem am besten entgegen. Die Behandlung der Uniklinik macht Hoffnung auf neue Ansätze. Können Sie was darüber berichten? Da müssten Sie mir noch mal sagen, welche Behandlung an der Uniklinik Sie genau meinen, was für ein Behandlungsansatz? Genau, dann war noch die Frage, wie viel Zeit soll ich pro Behandlung einplanen? Also die Erstvorstellung, wie gesagt, nehmen wir uns eine Dreiviertelstunde bis Stunde Zeit mit ein bisschen Vorlauf und es kann immer mal natürlich auch zu Wartezeiten kommen. Also würde ich 90 Minuten einplanen, ja, dass Sie auf der sicheren Seite sind. Die physikalischen Therapiemaßnahmen und die Wiedervorstellungen jetzt bei uns in der orthopädischen Sprechstunde sind Halbstundentermine. Die Osteopathie und Trainingstermine sind Dreiviertelstundentermine. Die Haltungs- und Bewegungsanalyse sollten Sie auch 90 Minuten einplanen. Also das geht eine gute Stunde. Da machen wir wirklich, ja, von Kopf bis Fuß analysieren wir einmal die Haltung im Stehen und im Gehen und für Patienten, die joggen, auch im Laufen. Genau, aber das sagen wir Ihnen dann alles. Also Erstvorstellung 60 Minuten Termin, insofern 90 Minuten einplanen. Damit habe ich jetzt alle Fragen, die hier in der Q&A sind,
beantwortet. Bleibt noch 'n Moment da, falls noch Fragen sind. Sie können auch gerne natürlich uns im Nachgang noch Fragen stellen, einfach 'ne E-Mail schreiben und, wir gucken, dass wir innerhalb von 'n paar Tagen Ihnen dann auch Fragen beantworten und, sonst eben gerne vorstellen und, dann gucken wir uns das an und machen 'nen individuellen Behandlungsplan. Vielen Dank, sehr informativ. Gerne. Prima. Wenn dann keine weiteren Fragen mehr sind, dann würde ich mich jetzt an der Stelle auch ausklinken. Hat mich sehr gefreut. Alles Gute und, vor allem viel Gesundheit. Auf Wiederhören.